Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Okay. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Okay. Follow me, gentlemen. Ja, du kannst mich ruhig angucken, weißt du, wenn ich hier bin. Ja, dann guck halt böse, weißt du? Also. Ja, moin. What is going on? Grüß dich. LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Dürfen wir jetzt so? Take a seat, gentlemen. I'm sure Ja, we can will ich sort ja. this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on it. Can I get a list of your employees? Of course, we have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Was ich hier interessant fand, ich habe ja gesagt, ich bin ja zuerst zu der Fabrik hier gefahren und habe das Gespräch mit ihm geführt, dass dadurch, dass wir jetzt andere Informationen haben, zumindest der Anfang, wie die gelabert haben, doch ein wenig anders Any name on war. that list that rings a bell? Jetzt habe ich den Ding schon wieder vergessen. War das er hier? Ja, das war, glaube ich, er hier, ne? Hä, der Rios. Hieß der nicht so, Alicio Rios? No fixed address. Ich weiß gar nicht, wonach ich da gegangen. Ich bin da, glaube ich, nach Orange gegangen. Ich bin bloß alles abgegangen mit dem Finger. Warte, kann ich? Hinweise? Nee, warte mal. Ort? Nee. Schade, ich wollte jetzt schnell bloß noch beim Ort gucken, wie die Adresse von dem Dings war. Wo wir zuerst waren, oder war das der hier? Ich gehe mal einfach überall drüber. Ich weiß, beim ersten Run, beim ersten Durchlauf, bin ich eigentlich davon ausgegangen, da wo steht halt No Fixed Address, aber doch eine Adresse kennen wir ja. Oh. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Cruz, nicht Ruiz. Okay. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. That's funny, Parnell.
He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Das lief an sich überraschend gut. Aber ich konnte mich halt nicht genau daran. Ich weiß aber, ich habe nicht so viele Fragen richtig beantwortet. Ne, kann ich auch schon mal sagen, dass 4 von 4 ist ein extrem guter Schnitt für mich. Ich wusste bloß noch, okay, ich glaube, bei ihm war ein bisschen härteres Rangehen, außer, naja, gut, bei der letzten Frage war ich mir jetzt unsicher. Wäre halt unnötig gewesen. Aber wenn man dann doch, naja, einen Einfall hat. Das Ding ist aber, ich habe uns eine Menge Zeit gespart, ne? Weil, wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel hin und her gefahren im eigentlichen Fall. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Das ist sehr schön. Fascinating. Ja, weil ich zum Beispiel den Hühnerstall nicht gefunden habe, musste ich dann nach dem Gespräch, weil ich nichts mehr machen konnte und nicht weiter wusste, ihn fragen, wieder zurückfahren, den dann erstmal dann noch 3-mal befragen, bevor er mir den Tipp mit dem Hühnerstall gegeben hat. Dann musste ich wieder hier hinkutschen und dann habe ich die letzte Frage erst freigeschaltet gekriegt. Ne? Dementsprechend ist nicht unbedingt so schlecht. Ich weiß leider nicht, wie lange die Folge gegangen sind. Können zusammen vielleicht eine Stunde gebraucht haben oder so. Ja. Aber dann geht es halt jetzt mal über vielleicht 4 Folgen ein bisschen fixer. Ne? Was vielleicht auch mal ganz gut ist. Aber wie gesagt, ja, This bitte. is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? Ja, total. The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Ja, dann zeig doch mal. Ja, aber wie gesagt, ab Folge 40 geht es ja dann mit meinem normalen Gestammel und ich weiß nicht, wohin weiter. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Ja, deshalb stehe ich hier. Nein, ich will die Unterhaltung nicht beginnen, ich will erstmal das Buch gucken. Oder... Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. Gets delivered here at night, Jorge gets it canned up. From here it gets sent all over the country. Okay, das ist an der Stelle jetzt gerade ein bisschen problematisch, weil ich habe mich schon gewundert, warum habe ich bloß eine Frage? Okay, jetzt kann ich mir das auch angucken. Große Lieferung, ich war hier bei Coles 20 Boxen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr ging.
Ja, 20 ist das größte. Passt nicht. Race Café. Ist aber auch nicht so. Market. Der Market. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Juan Garcia Cruz is dead, lunkhead. His brother works here nights. What can you tell us, Sergio? I'm just a dispatcher. One was crazy. Udo loved guns. That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. Ja, aber nee. Das ist gut zu wissen, aber ich bleibe halt lieber bei meiner Waffe. Warum muss ich da extra hinfahren? Kann ich da nicht hinlaufen? Oder muss ich da reinlaufen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Son of a bitch! Ja, Pull wir ganz over, we're here. ja, All right, move. Move! na gut, wir hätten auch gleich rüberlaufen können. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Go, Phelps. Okay. Ja. Probleme, ich glaube, Surrender now or I will use ich bin hier mal Rambo-mäßig durchgelatscht. So wie jetzt hier gerade. Oh. Die na. Ich wollte gerade sagen, da schießt der immer noch. Ist der jetzt tot oder nicht? Oder ist hier noch einer um die Ecke? Ich sehe den bloß nicht. Moment. Geht's hier lang? Throw out the guns. Cool. Ach, da unten. Warte. Okay. Easy. I think that's the last of them, Cole. Easy. Detectives, found something here you probably want to see. Ich bin mir ziemlich... Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, was jetzt kommt. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Ja, aber... Hä? Nein, 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 nein. Kann ich die nicht mitnehmen?
Ich dachte, ich konnte alle Münzen mitnehmen. Ich kann die bloß zurücklegen. Okay, wir schauen nochmal ins Büchlein. Ich war jetzt nämlich gerade der Meinung gewesen, dass ich schon, Tijuana address. We should see what the federales have. dass das mit der Schießerei schon war. Man merkt vielleicht wirklich, dass ich ein bisschen durch bin, aber ja. Und ein bisschen müde. Weil, wie gesagt, war ja ein langer Tag. Das Ding ist, er hat eine Münze in der Hand. Ich dachte, das... Damn. I think we found our stash, Cole. Ja, aber was Take a hat... look in these boxes. Ach, ja. Die Boxen, ja. Ich bin erstmal eine Ewigkeit rumgelatscht, bevor ich mal die richtigen Boxen gefunden habe. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Okay, sollte ich ihm jetzt folgen? Ich bin mir unsicher, weil ich dachte, der mit dem Dollar in der Hand, das wäre der Typ. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ist der jetzt hochgegangen oder nicht? Nein, ich wollte halt bloß ein bisschen schneller gehen. Warum muss ich... Ich glaube, der latscht hier nicht schneller. Okay, sie haben den Cruise gefunden, aber... Ach nee, der Fahrer war ja Ernesto. Stimmt, ja. Der hieß ja, oder? Nee, der hieß, glaube ich, nicht so. Hätte ich doch nach oben gehen sollen? Scheiße. Ich will jetzt auch wieder keine extra Runde latschen. Mann, ich hasse das. Und er läuft halt hier so lahmarschig. Kann er nicht mal ein bisschen hinne machen? Oh, warte mal. Ach so, er macht da vorne seine Arbeit. Okay, warte. Dann ist der Kopf vielleicht hochgelatscht. Aber ich kann mich halt nicht mehr entsinnen, ob wir überhaupt hoch mussten. Ich glaube, das Schlimmste, was ich machen konnte, weil ich dachte, okay, du hast ja doch ein bisschen Zeit, ist mir nochmal ordentlich Energy reinzupluppen, wo man sowieso schon müde ist. Das ist, glaube ich, gar keine gute Kombi. Naja. Größe. Du hast da Suppe. Nee, Geld in der Hand. Suppe in der Hand. Must be $1,000 here. Ja, nimm sie halt nicht mit. Okay, gucken, hat der noch was gehabt? Yet another silver dollar. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Das war nämlich auch so eine Sache, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich kann jetzt auf meine Dings nicht zugreifen. Scheiße. Deshalb. Ich habe das Wort leider nicht parat. Ich möchte sagen, das hat mit Ich wollte es, glaube ich, bloß oder irgendwie rumprobieren. K war auf jeden Fall drin. War das Maske? Nein, das war wieder der falsche. Darf ich jetzt vielleicht mal? Jetzt darf ich meine Hinweise zur Hand nehmen. Das ist sehr schön. Masang K muss rauskommen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist mir dann erst, wo ich es gelöst habe. Einfach, wir haben noch einen Zettel gefunden. Warte mal, dann ganz hinten den. Die anderen sind, glaube ich, mehr oder weniger bloß zur Ablenkung. Dann nehmen wir den weg und dann müsste es schon passen, ne? Ja. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masanke Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here.
It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Gut, vielleicht brauchen wir doch alle 5. War mir jetzt im ersten Moment... Ah, so, jetzt rennt er auch. War mir im ersten Moment ehrlich gesagt nicht so klar. War mir beim ersten Durchgang aber auch nicht, ne? Da habe ich doch bloß die drei gesehen gehabt, weil wir das als Hinweis hatten, aber der Metal-Start nicht. So, wo ging es denn jetzt nochmal hier raus aus der Scheißfabrik? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, hier gab es irgendwie eine Abkürzung, aber anscheinend nicht. Konnte ich hier hinten rum irgendwie? Ich sag mir nicht, ich brauche wieder eine halbe Stunde, um den scheiß Ausgang zu finden. Das war nämlich auch das Schlimme. Warte. Irgendwo, hier ging es doch. Hier ging es raus. Adresse haben wir schon. Ich weiß aber ehrlich gesagt... Ach schön, Roy, dass du schon Platz genommen hast. Das ist toll. Das ist sehr toll. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir... ob das hier das Ende der Reise war. Könnte sein, muss nicht sein. Wie gesagt, das ist für mich... Merkt man ja an meiner... Ja, okay, meine Moderation ist sowieso nie wirklich geil, aber glaube ich zumindest. Ja. Oder eher langweilig oder so, aber ne, das ist ein anderes Thema. Nee, das, wenn man es schon kennt, ist halt... Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year and you're worrying about unsubstantial evidence? Mhm. Jo. Da wären wir schon. Locked. We need another way in. Ist komisch dafür, dass der eigentlich gerade noch offen war, ne? Und wir reingefahren sind. Ich meine ja nur. Und oh Wunder, hier ist was frei. Und ich glaube, hier gab es auch noch mal eine richtig schöne fette Schießerei. Oh, ich höre es doch schon. Oh, schade, hier hatte ich einen lustigen Bug gehabt. Okay, der war eher nervig gewesen. Ich habe mich aus Versehen in eine Tür reingebackt und konnte da nicht mehr weg. Deswegen konnte ich den Fall nicht abschließen. Ah, das weiß ich noch. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Hey, reinforcements are on the way. Warte. Ach, ich wollte gerade sagen, mach keinen Blitz, so Junge. Wo ist der andere? Ja, wo zum Fick ist der andere? Da. So, Roy, du musst mal wieder vorgehen. Du siehst besser. Das weiß ich nämlich auch noch. You okay? Läuft. Ist das jetzt schon wieder die doofe Tür? Nee. Find some cover. Sag mal, mein Freund. Hoch. Sehr schön, Roy. Müssen wir wenigstens nicht alles machen. Der macht nichts. Boah. Voll der Rambo, voll du. Ah, schön. Wie gesagt, den Türbug hätte ich euch gerne gezeigt. Den habe ich auch, glaube ich, extra drin gelassen. Aber... Get in cover. Shit. You're covered, Phelps. Da sind die jetzt gerade runtergerannt. Ja, wo war denn der letzte Sack? Ach so. Voll. Warte. Nee, will ich nicht. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back.
Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem.